Hi und willkommen zu einem Work in Progress. Ist ja ganz schön lange her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe, aber ich habe einen kleinen Ausflug nach Südkorea gemacht, genauer gesagt nach Seoul in die Hauptstadt. Und darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Ich war in erster Linie da für eine Konferenz. Das war die ICCV. Es dreht sich, wie der Name dann schon sagt, um Computer Vision. Und ich habe dort bei einem Workshop ein Paper eingereicht, das angenommen wurde. Dazu erzähle ich zum Schluss nochmal was. Und ihr habt mich gebeten, ein wenig über die Reise zu erzählen. Ich habe mal ein paar Videoaufnahmen zusammengestellt. Ich könnte wahrscheinlich jetzt irgendwie 10 Stunden darüber reden, über alles, was wir da erlebt haben und gemacht haben. Aber genau, ich möchte das jetzt irgendwie, ich hoffe, das so grob in einer Viertelstunde irgendwie zusammenzufassen. Ja, wir sind von München aus abgeflogen mit Zwischenstopp in Peking und dann nach Seoul Incheon. Das ist so eine kleine ausgelagerte Insel, wo der Flughafen dann ist. Das war im Hinflug ganz angenehm, da war der Aufenthalt irgendwie nur so 2 bis 3 Stunden im Pekinger Flughafen. Rückflug war dann ein bisschen unangenehmer, da hatten wir 7 Stunden Aufenthalt. Und naja, wie das halt so ist, dann ist man da in China. Die chinesische Firewall ist immer so ein bisschen unschön. Und wir haben dann auch festgestellt, dass der Flughafen nachts kaum Essensauswahl hat. Und naja, Flugzeugessen ist halt auch immer so eine Sache. Und wenn man dann ankommt, holt man sich erst mal SIM-Karten, weil was macht der Nerd ohne Internet? Und danach ist man ja immer noch am Flughafen gestrandet. Deswegen geht es mit so einem Expresszug dann in die Hauptstadt. Und ich mag so öffentliche Verkehrsmittel in anderen Ländern immer ganz gerne. Ich finde es sehr spannend. Und in den meisten Großstädten, in denen ich bisher war, hat man immer diese Tab-Systeme, dass man NFC-Karten hat oder Handy- oder Direktkreditkarte, wo man sich ein- und austappt und das wird dann abgebucht. Und das finde ich immer noch irgendwie ja wirklich ein super einfaches Zahlungsmittel für sowas. Und ich frage mich immer, warum Deutschland das nicht gebacken kriegt. Naja, genau, dann geht es mit so einem super gemütlichen Express-Train in die Stadt. Das dauert so ungefähr 40 Minuten, kann man sich schon mal ein bisschen was angucken. Man sieht schon die ersten Hochhäuser, man ist ganz gespannt. Oder man schläft noch mal 40 Minuten, weil man noch völlig übermüdet vom Flug bisher ist. Wenn man dann endgültig ankommt, dann holt man sich seine richtigen öffentlichen Nahverkehrskarten. Die sind super putzig. Die hier sind gebrandet von Line oder von KakaoChat. Das sind so asiatische Chat-Dienste. Und wir haben dann festgestellt, dass es neben unserem Hotel so einen total schönen Tempel gibt. Den haben wir uns dann am Abend direkt noch ein bisschen angeschaut. Der wird da total schön beleuchtet. Es ist auch momentan wohl das Chrysanthemenfest. Überall waren Blumen. Wobei, also auf den Fotos online sind immer so viele Blumen da. Also ich glaube, der ist immer so geschmückt. Oder jetzt vielleicht, oder zu dem Zeitpunkt einfach noch mehr. Und ich finde das immer sehr beeindruckend, diesen Unterschied, den man hat in asiatischen Städten oft von den Bauten. Also einerseits hat man diese Hochhäuser, total modernen Gebäude, total fancy und abgefahren. Und daneben steht halt so ein 500 Jahre alter Tempel. Also das finde ich wirklich total beeindruckend und es macht einen ganz anderen Flair. Ich finde es sehr schade, dass unsere Städte das nicht haben. Also vermutlich, logischerweise, weil im Krieg viel zerstört wurde, aber vielleicht auch, weil das bei uns, ich weiß gar nicht, also am Beispiel der Stadt Ulm weiß ich zum Beispiel, dass es einen ziemlich großen Aufschrei gab, als man in die Nähe vom Münster, total altes, natürlich das wichtigste Gebäude, der weltweit höchste Kirchturm, das neue, total moderne Stadthaus gestellt hat. Da sind die Leute total ausgerastet. Und ich konnte das noch nie nachvollziehen, weil ich mag Kontraste und ich finde auch, dass man architektonisch Kontraste machen kann. Ich finde nicht, dass immer alles in einem Ton irgendwie sein muss. Ich mag so Vielfalt. Und gerade auch in Städten in der Architektur gefällt mir das immer ziemlich gut. Und was dann auch noch ziemlich witzig war, am zweiten Tag haben wir festgestellt, dass die Maker Faire gerade stattfindet. Und mir sind leider die Videoaufnahmen von der Maker Faire verloren gegangen, wobei die jetzt wahrscheinlich auch nicht so aufschlussreich gewesen wären. Es ist ein bisschen die Maker Faire halt wie immer, überall stehen ganz Bestände, Leute stellen Sachen aus. Was aber besonders spannend in Seoul war, dass ganz viele Kinder und Jugendliche ausstellen. Das kenne ich von den Maker Faires hier nicht. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber zumindest die ich so aus Deutschland kenne, ist die Tendenz eigentlich schon eher, dass ich sag mal, erwachsene Leute und vielleicht höchstens
Jugendliche noch ausstellen. Aber in Seoul waren wirklich ganz viele, auch wirklich junge Kinder dabei. Das fand ich super toll und ich habe mal ein bisschen gefragt. Ich dachte, das sind dann vielleicht also Schulklassen und Schulprojekte. Aber das ist nicht so. Das ist wirklich halt auch deren Hobbyprojekte. Und das gefällt mir sehr gut. Das würde ich mir wünschen, dass das bei uns auch mehr, dass da einfach die mehr Kinder und Jugendliche noch integriert werden. Vielleicht ist es aber auch nur mein Eindruck, den ich bisher hatte, dass das einfach nur ältere Leute sind. Und dann war es auch sehr nett, dass sich der Zeitraum überschnitten hat mit Jugendhakt, vernetzte Welten. Über Jugendhakt habe ich schon mal ein nettes Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne hier in irgendeiner Ecke in dem Video mal angucken. Das ist ein Hacking-Event, das im Normalfall über so ein Wochenende geht. Und mit den Kooperationen der Goethe-Institute findet es auch in anderen großen Städten weltweit statt. Und ich durfte da auch mal mit nach Tokio eine Woche, das war toll. Und dieses Jahr war auch Tokio wieder dran und Seoul. Und es war sehr witzig, weil ich dann meine ganzen Freunde, also gerade die Mentoren und zum Teil auch die Teilnehmerfreunde, die ich schon kannte, da wieder getroffen habe. Und haben wir dann auch noch einen sehr netten Abend zusammen verbracht. In dem Zug haben wir auch den Local getroffen, den die Jugendhakt vernetzte Welten dort vor Ort hatte, so als Hilfe praktisch. Das ist Huni, mit dem sind wir dann auch noch über die 2 Wochen verteilt ganz oft essen oder in einen Café gegangen und haben uns unterhalten. Das war super toll, weil ich finde, Städteausflüge oder andere Länder zu besuchen, ist dann besonders wertvoll, wenn man jemand kennenlernt, der dort wohnt und man sich halt auch wirklich ein bisschen mehr über die Kultur austauschen kann. Ansonsten haben wir uns auch ganz viel Installationen angeguckt. Hier, das ist vor so einem Hochhausgebäude, so ein metallener Baumgarten, den fand ich irgendwie total witzig. Und es gibt zum Beispiel hier noch so eine große Brücke, das war mal früher ein Teil der Autobahn, die wurde jetzt zu so einem riesigen futuristischen Fußgängerüberweg ausgebaut. Und die ist riesig lang, also ich glaube, es sind mehrere Kilometer. Und wir waren noch in so einer interaktiven Installation einer namhaften koreanischen Technikfirma oder im Museum. In dem Fall ging es da eigentlich um Urbanismus, Architektur, aber die hatten da so eine generative Installation stehen, die aus Bildern so Kaleidoskopbilder gemacht hat. Das war witzig. Oder hier, das war halt einfach auch so eine Tempelanlage und in der Mitte ein riesiger OLED-Screen, der auch Lautsprecher hatte und dann ging immer wieder dieses Tor auf und dann waren wie so Game-Elemente angezeigt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Das war total witzig. Und es gibt auch diese Brücke, die geht immer wieder abends zu einer bestimmten Uhrzeit an und dann kommen da so Wasserfontänen raus, die bunt angeleuchtet werden und zu Musik praktisch eine Choreografie abfahren. Total cool. Ja, wir haben uns dann auch noch gedacht, wir gehen in den Nationalpark und machen da so eine nette kleine Wanderung, was dann in so einem 3-stündigen Kletterparcours ausgeartet ist und es war super anstrengend und damit hatten wir beide nicht so richtig gerechnet, dass das doch mehr Bergsteigen als netter Spaziergang ist. Aber der Ausblick war es auf jeden Fall wert. Also das war bombastisch. Vielleicht war es auch das Adrenalin nach dem harten Aufstieg. Also für mich vor allem hart, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hatte. Ich habe meinen ganz normalen Sommerschuhe und Klamotten und Rucksack mit Laptop dabei gehabt. Das hätte ich vielleicht nicht alles mit hochgeschleppt, wenn ich gewusst hätte, wie der Pfad verläuft. Aber ja, wie gesagt, Ausblick hat sich auf jeden Fall rentiert. Es war super schön. Eben nicht so sehr befestigter Weg, sehr steinig, aber oben läuft man dann nochmal einen Teil an so einer alten Mauer entlang und an so alten, ist jetzt Stützpunkt der richtige Wort, an so alten Gebäuden, die positioniert sind entlang dieser Mauer. Ja, total schön. Tempelanlagen, wie gesagt, gibt es auch super oft, ganz viele. Die hier war besonders beeindruckend mit ganz vielen Statuen, die auch alle so ein bisschen unterschiedlich waren. Zum Teil haben sie unterschiedliche Sachen in den Händen gehalten, ganz toll. Und man sieht ganz oft die Holzdecken der Häuser, die sind meistens ganz toll bemalt. Also entweder die Holzstreben oder tatsächlich so eher die Holzplatten, wie in dem Fall. Dann gibt es oft so Hanok-Villages, also das sind, ich glaube, zum Teil wiederaufgebaute, historische kleine Hausgruppen, die man sich angucken kann, zum Teil kostenlos, zum Teil gegen echt wenig Geld, irgendwie 1-2 Euro Eintritt. Und die hatte noch sehr schöne Teichanlage dabei, da kann man einfach rumschlendern, zum Teil
werden da Teezeremonien oder so Workshops über andere traditionelle Handwerkskünste zum Beispiel abgehalten, auch auf Bogenschießen oder sowas. Die kann man sich super toll angucken und auch einfach mal reingehen und irgendwie eine Stunde drin entspannen und sich dem asiatischen Flair hingeben. Ginkgo-Bäume sieht man auch ganz viel. Oft stehen auch mal Schilder dabei, dass der jetzt super alt ist, irgendwie 500 oder 600 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, hatte der gerade so ganz tolle Gelbfärbungen für den Herbst. Und bei Ginkgos muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die weiblichen Bäume in dem Fall bekommen dann die Früchte und die stinken unheimlich, wenn die runterfallen. Das ist echt eher so eklig. Aber ansonsten ganz tolle Bäume. Und genau, wir haben uns wirklich super viel so alte Stadtteile angeguckt. Das macht mir halt besonders Spaß. Ich mag den Baustil wirklich super gerne. Und unser zweites Hotel, was wir hatten, wir haben in der Mitte der Reise einmal das Hotel gewechselt, war auch in so einem alten Hanok-Gebäude. Der Abschnitt hier, der war relativ touristisch. Da kann man dann auch ganz oft so traditionelle Kleider ausleihen. Ja, ich finde es irgendwie schön, dass man das machen kann. Und das machen auch sehr viele Einheimische. Ich finde es als Tourist immer ein bisschen weird. Also ich finde es aber auch genauso seltsam, wenn beim Oktoberfest alle mit so einem Fake-Dirndl rumlaufen. Ich weiß nicht, wie fake oder nicht fake hier diese Kleidungsausleihläden sind. Da bin ich mir nicht so sicher. Also es wirkt auf mich etwas seltsam, aber ich kann das, glaube ich, auch nicht so richtig gut beurteilen, wie ernst oder wie nicht ernst gemeint sowas ist. Hier ist aber auch sehr schön, auch nochmal so eine Gebäudeanlage, wo man nochmal länger einen Weg hochlaufen musste. Und dann hat man oben so einen schönen riesigen Pavillon gefunden. Und meistens steht dann immer so ein kleines Schildchen davor, man soll die Schuhe ausziehen und dann darf man den betreten. Und je nachdem, wo die stehen, sieht man ganz oft am Wochenende Leute, die da drin picknicken oder sich einfach auch da drin treffen und irgendwie sich Essen und Trinken mitnehmen. Und quatschen und das ist super nett, dass so Gebäude dann auch richtig benutzt werden noch und nicht einfach nur der Tradition dastehen, sondern halt immer noch irgendwie einen Platz im modernen Leben finden. Wir haben auch an 2 Tagen Städtereisen gemacht. Und das funktioniert ziemlich gut. Es gibt den Co-Rail Pass für Ausländer. Das ist so ein bisschen wie ein Interrail Pass in Europa, eben nur für Korea. Und wir haben einen genommen, wo man im Zeitraum von 10 Tagen sich 2 Tage aussuchen kann und dann sich auf die Tage eben vergünstigte Tickets buchen kann. Und bei Co-Rail oder diesen KTX-Trains funktioniert es immer so, dass man sich auf jeden Fall einen Sitzplatz mit bucht. Das macht es halt eigentlich total angenehm, weil man dann keinen Stress hat, sich da was zu suchen. Und die Züge sind super schnell, die fahren, glaube ich, über 300 km/h. Also irgendwo hatte ich was gelesen, die waren ultra schnell und man kommt damit super gut durchs Land. Und früh holt man sich dann eben noch einen kleinen Snack, dann wartet man da eben am Bahnhof noch ein bisschen, bis der Zug einfährt, weil die sind wirklich pünktlich. Ihr seht das, glaube ich, oben auch an dem Schild irgendwo. Hatte ich auf jeden Fall mal eine Aufnahme gemacht, wo irgendwo nur dran steht Delay und überall 0 Minuten. Also die sind ultra pünktlich, die fahren ultra pünktlich ab. Man muss wirklich rechtzeitig da sein und drin sitzen. Und genau, man bekommt dann, also man reserviert online, muss dann nochmal zu so einem Schalter gehen und sich da das Ticket dann ausdrucken lassen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber da steht dann auf jeden Fall die Sitznummer drauf, wo man hin muss und die Wagennummer. Im Endeffekt dann auch wie bei uns. Da läuft man einmal ewig lang am Bahngleis entlang, sucht sich seinen richtigen Platz und macht sich's dann da gemütlich.
Die Züge sind, wie ich gesagt habe, schon echt bequem und eigentlich auch bringen alles mit, um auch unterwegs ein bisschen zu arbeiten. Wi-Fi ist super, funktioniert bestens. Am Platz sind Steckdosen und USB-Ladebuchsen im Normalfall. Also wir hatten auch mal einen Platz, wo keine war. Ich glaube, es ist nur so jeden zweiten Platz vorhanden, aber man hat eine 50-50 Chance, direkt neben einem zu sitzen. Ansonsten muss man das Kabel halt ein bisschen verlegen, geht aber auch super. Ja, wir haben die Zeit, wir sind meistens ziemlich früh gefahren. Ich habe dann oft einfach noch geschlafen im Zug und die Fahrten waren meistens so 2 Stunden lang irgendwie. Und dann sind wir halt abends spät, irgendwie so mit einem der letzten Züge, die es halt noch gab, dann immer wieder zurück. Und so konnten wir richtig schöne Reisen machen. Wir sind einmal nach Busan gefahren und einmal nach Jeonju. Und in Jeonju habe ich eine sehr große Schaukel gefunden. Und in Busan hatte ich besonders viel Spaß am Strand, weil ich war tatsächlich noch bisher kaum am Meer. Bei meiner Tokio-Reise letztes Jahr war ich eigentlich das erste Mal so richtig am Meer und habe die Füße reingehalten. Und jetzt hatte ich nochmal die Chance, ein bisschen am Strand lang zu laufen. Wasser war gar nicht so kalt, wie ich gedacht habe. War ein richtig schöner Ausflug. Und Busan ist generell sehr nett. Das hat noch so Stadtteile, die noch so richtig ganz bunt sind und nach Fischerstädtchen ausschauen. Aber ja, ist auch eine Riesenstadt, also darf man sich auch nicht täuschen lassen von. Den Rest der Zeit haben wir eigentlich hauptsächlich mit Essen und Tee trinken verbracht. Wir haben uns fast jeden Tag ein schönes Teehaus ausgesucht. Und die Teekultur ist tatsächlich eine ganz andere, als ich erwartet hatte. Ich kenne das halt eigentlich von Japan, dass man hauptsächlich grünen Tee trinkt. Und in Südkorea ist es irgendwie ganz anders. Also es gibt auch den grünen Tee, der wurde dann zumindest englisch geschrieben auf den Karten oft als Chinese Green Tea verkauft. Und es gibt aber ganz viel anderes. Es gibt zum Beispiel Omicha, den ich ziemlich lecker finde. Das ist aus Beeren. Wir hatten mal einen Pine Needle Tea, den seht ihr hier gerade. Das ist dann schon eher fast wie so ein Weihnachtspunsch, ganz harzig irgendwie, total lecker. Und es gab noch ganz viele andere Teearten, ich kann es gar nicht mehr aufzählen. Ginseng-Tee gab es auch noch, genau. Und ich hatte also gar nicht so diese Grünteekultur, die ich erwartet hatte ursprünglich. Ja, das war für mich eine total überraschende Erfahrung. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und in so Teeläden gibt es meistens auch immer irgendwie noch was Leckeres zu snacken, oft so Reispuff-Dinger oder Rice Cakes. Das sind dann ein bisschen wie, wenn ihr aus Japan Mochis kennt vielleicht, diese gefüllten Reiskuchen. Die gibt es da auch nur nicht gefüllt praktisch, aber dafür mit so Pulver außenrum. Die sind auch super lecker. Oh genau, was ich da noch in der Mitte stehen habe, ist auch Chrysanthementee, also aus den Blüten, glaube ich, hauptsächlich. Der war auch ziemlich lecker. Genau, und oft gibt es auch noch sowas wie rote Bohnen, ist ja so die asiatische Schokolade, könnte man vielleicht sagen. Also den ganz viel Süßspeisen verwendet. Schmeckt auch immer sehr gut. Und es gab praktisch immer so ein rote Bohnen-Sorbet auch oft in Teeläden zu essen. Und ja, wir haben hier zum Beispiel auch in so einer Tempelanlage uns einen Tee bestellt. Und da war noch so eine sehr nette Frau, die uns dann noch gezeigt hat, wie man den richtig aufbrüht und richtig einschenkt. Und wie das richtig funktioniert, dass wir diese kleine Teezeremonie auch selber durchführen können. Das war sehr nett. Ja, Essen natürlich auch ganz viel und gut. Hier zum Beispiel Korean Barbecue, das ist halt eher so das Partyessen, sage ich mal, wo man dann zu mehreren Leuten hingeht. Das haben wir dann auch mit Huni gemacht, der hat uns gezeigt, wie das alles funktioniert, super lecker. Das Fleisch, was man sich dann in der Mitte anbrät, legt man dann danach in so ein Blatt Salat rein und kann es dann eben noch mit Söschen und weiterem sich selber würzen, so einen Wrap machen. Und hier, das war auch so ein Restaurant, wo das in der Mitte fein angebraten wird und wir haben noch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Wir waren in einem Laden, die haben vegetarisch gekocht zum Beispiel, nur aus ganz lokalen Sachen. Das war auch irgendwie total fancy, also mit total fancy gewürztem Reis und keine Ahnung, es war alles super lecker. Aber im Schnitt würde ich sagen, ist es immer relativ fleischlastig. Und Kimchi gibt es auch zu allem dazu, klar, kennt ihr wahrscheinlich, das ist so fermentierter Kohl. Und was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass jeder einen Kimchi-Kühlschrank zu Hause hat. Ich dachte erst im Fernsehen, als da Werbung lief, das ist
eher so ein bisschen abstrus vielleicht. Aber ja, Kimchi-Kühlschränke gibt's und macht ja auch Sinn. Also früher hat man halt Kimchi fermentiert in so großen Krügen, Tonpötten, die man dann halt zum Teil vergraben hat. Was heißt zum Teil, die hat man dann auch vergraben, damit es eben kühler ist und es nicht zu schnell kaputt geht. Und mittlerweile macht man das eben einfach über einen eigenen Kühlschrank. Und nachdem man halt Kimchi wirklich zu allem dazu isst, macht es halt auch total Sinn, dafür noch einen eigenen Kühlschrank zu haben. Und wir waren dann zum Schluss noch in einem Kochkurs, was richtig cool war. Und da haben wir halt auch nochmal richtig viel erklärt bekommen. Und sie hat uns eben auch irgendwie erzählt, irgendwie, dass sie auch einen eigenen Kimchi-Kühlschrank hat. Wir haben da mal nachgefragt, den sieht man jetzt hier leider nicht, der da hinten steht. Das ist nur der normale Kühlschrank, den man dann auch noch hat. Aber es kommen wohl 10 so große Kohlköpfe, rechnet man irgendwie auf eine Person. Und wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, man ist vielleicht so eine 4-köpfige Familie, da sind es halt 40 solche Kohlköpfe, die man irgendwie einlagern muss. Also man hat dann schon echt nochmal einen ordentlichen Kühlschrank irgendwo stehen. Genau, das war cool. Ansonsten der Kochkurs echt nett. Wir waren da nur zu zweit. Die Dame, die das eigentlich macht, hat immer maximal 4 Plätze und es hat sich an dem Abend halt sonst niemand angemeldet. Deswegen waren wir dann nur zu zweit. Und wir können jetzt Kimchi Stew kochen zum Beispiel oder Stir-Fry, wie sagt man dann im Deutschen? Naja, Wok, mehr oder weniger Wokpfannen gekochtes Schweinefleisch mit Kraut und sowas. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich finde, das haben wir praktisch an meinem letzten freien Abend gemacht. Und das war da nochmal so ein richtig schöner Abschluss dafür. Ja, ansonsten war ich auf meiner Konferenz, der ICCV. Die Eröffnung war bombastisch. Man hat sich gefragt, ob man überhaupt auf einer Konferenz ist oder nicht gerade auf irgendeiner Filmgala oder so. Das ist ein total riesiger Aufwand, riesen Kameras und OLED-Screen und oh mein Gott. Also wirklich abartig riesig. Und waren auch sehr schöne Talks dabei. Gerade in diesem Generative Track kann ich, glaube ich, ganz viel mitnehmen, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich hatte ja erzählt, hatte ich das erzählt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf Twitter habe ich es auf jeden Fall mal geschrieben. Hier das Poster, das ich mitgenommen habe. Also ich habe keinen Vortrag gemacht, ich habe einer Poster-Session teilgenommen. Da muss man eben seine Ergebnisse auf einem Poster drucken, mitnehmen, aufhängen. Und man steht dann halt rum, ein bisschen wie auf so einer Messe oder wie so Messestände. Und man läuft rum und erzählt, was man gemacht hat, anderen Leuten, kann selber ein bisschen rumlaufen und so. Und nachdem ich halt nur mit einem Rucksack unterwegs war, habe ich mein Poster auf Stoff gedruckt. Und das hat richtig gut funktioniert. Und das mache ich, glaube ich, jetzt vermutlich immer, wenn das Sinn macht. Also, ich kann es viel besser mitnehmen, ich kann es danach viel besser lagern. Die Papierposter, die riesigen, schmeißt man meistens weg. Vor allem, wenn man irgendwie so lange Reisen hat. Oder man hängt sie dann halt vielleicht irgendwie noch ein halbes Jahr in der Uni auf, bis sie irgendwo von der Wand fallen. Und die Stoffsachen gefallen mir gut. Also ich glaube, die kann ich auch noch irgendwie sinnvoll zweitverwerten und sei es nur irgendwie ein Tragebeutel zum Einkaufen oder so. Und ja, das lief gut, es hat Spaß gemacht. Ich konnte mich mit netten Leuten unterhalten und habe da sehr viel von mitgenommen und freue mich auf meine nächste Konferenz. Ja, das war mein Aufenthalt in Seoul. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten habe ich ja auch schon mal ein Video über meinen Tokio-Aufenthalt gemacht. Den könnt ihr euch auch gerne angucken. Das blende ich jetzt direkt ein. Und nächstes Mal geht es um den hier. Snirr. Ich habe einen Kunstpreis bekommen. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Und habe jetzt auch die Ausstellung eröffnet. Aber das gibt es dann in Ruhe beim nächsten Video. Kommt wahrscheinlich so ungefähr in der Woche. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.